Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Häkelhörnchen. Heute gibt es wieder eine komplette Anleitung von mir und zwar für diese wunderschöne Strickjacke. Es ist ein RVO, also Raglan von oben. Das heißt, wir stricken alles von oben nach unten in einem Stück. Für die Raglanlinie habe ich mich für diese Sternchenzunahme entschieden. Es blendet ein bisschen, aber ich denke, das sieht man trotzdem. Ich zeige euch alles Schritt für Schritt, also wie ihr eure Maschenprobe auswerten könnt, wie ihr die Berechnung für absolut jede Größe machen könnt. Das heißt, ihr könnt diese Jacke für Babys, für Kinder oder auch für euch selbst stricken. Das hier ist jetzt eine Größe 46, aber wie gesagt, ihr könnt das in jeder Größe machen. Ich zeige euch das Schritt für Schritt, was ihr berechnen müsst. Das ist gar nicht schwer. Und ja, die Ärmel werden direkt angestrickt hinterher. Da müssen wir also auch nichts zusammennähen. Ich habe mich hier für Knöpfe entschieden. Man kann die aber auch wunderbar einfach so offen lassen, als ganz lässigen Cardigan. Und dann würde ich sagen, geht's direkt los und ich wünsche euch viel Spaß. So, ich habe schon eine Maschenprobe gestrickt und zwar, wundert euch nicht, das sieht ziemlich chaotisch aus. Ich habe hier so ein paar Sachen mustermäßig ausprobiert, weil ich habe hier unten quasi die Maschenprobe gestrickt und hier oben gleich noch ein paar Mustersachen ausprobiert für meine Raglanschräge. Deswegen sieht das hier ziemlich chaotisch aus, aber das macht nichts. Ich mache mir das nämlich wieder auf, weil ich dieses Garn, das Stylecraft Special Decay, bereits einmal als Maschenprobe gestrickt habe und die auch gewaschen habe. Ich weiß also, dass die bei mir eine Masche kleiner geworden ist durchs Waschen in der Maschine. Deswegen brauche ich diese jetzt nicht nochmal zu waschen. Ich rechne mir einfach von meiner jetzigen Maschenprobe die eine Masche runter und kann mit diesem Wert dann arbeiten. Wenn ihr eine Maschenprobe strickt, dann sage ich euch kurz, wie ich das gemacht habe. Ich habe 30 Maschen aufgenommen, habe 3 Reihen alle Maschen rechts gestrickt, dann im Wechsel eine Reihe rechts, eine Reihe links, um hier halt dieses glattrechte Muster rauszubekommen. Und dann benötigt ihr ein Lineal oder so ein Maß. Manche haben auch sowas, aber ein ganz handelsübliches Lineal tut es auch. Und dann legt ihr euch das an und zählt euch hier eure Maschen ab, die ihr auf 10 cm habt. Wenn ihr auch einfach dieses Muster, was ich jetzt für die Raglanlinie, das untere hier nicht, das müssen wir uns wegdenken, ich mache das mal so. Das sind diese 2 Reihen, für die ich mich jetzt entschieden habe. Wenn ihr dieses Muster hier auch ausprobieren möchtet vorab, könnt ihr einfach vorspringen und euch auch so ein kleines Musterstück erstmal Probestück stricken. Da das ein bisschen komplizierter ist als die anderen Raglanlinien, die ich euch sonst so zeige. Ihr könnt aber diese Strickjacke auch mit jeder anderen Raglanlinie stricken. Ihr müsst also nicht die machen. So, dann zeige ich euch jetzt kurz, wie ihr berechnen könnt, welche Größe ihr haben möchtet und wie viel Maschen ihr anschlagen müsst. Ihr messt dazu einmal euren Halsausschnitt. Dazu legt ihr euch einfach, ich habe ein Maßband genommen, das habe ich mir einmal um den Hals gelegt und ausgemessen. Das sind bei mir mit ein bisschen Luft 42 cm. Dann zählt ihr euch eure Maschenprobe aus. Hier ist es bei mir das Stylecraft Special Decay. Und ich hatte meine erste Maschenprobe, die ich da ist sie, auch bereits gewaschen habe und getrocknet habe, die ich hier in meinem Buch mit drin habe. Die war gewaschen hier und gewaschen und getrocknet. Ergab die mit einer 4,5er Nadel 18 Maschen auf 10 cm. Jetzt habe ich aber keine 4,5er Nadel mehr. Die sind bei mir alle in anderen Projekten besetzt. Also das heißt, alle 2 habe ich und die sind besetzt. Also habe ich jetzt die neue Maschenprobe hier
mit einer 5er Nadel gestrickt. Da gefällt mir das Maschenbild aber auch recht gut. Das ist ja jetzt noch ungewaschen. Dafür sieht es echt ganz gut aus. Und es geht natürlich flott. Je größer die Nadel, desto schneller sieht man natürlich Ergebnisse. Und da ist bei mir rausgekommen 18 Maschen auf 10 cm und zwar ungewaschen. Jetzt weiß ich, dass die Maschenprobe, das Garn sich etwas verändert durchs Waschen. Und zwar ist es bei mir eine Masche kleiner geworden, also rechne ich mit 17 Maschen auf 10 cm. Dann müsst ihr nur eine ganz einfache Rechnung machen. Und zwar rechnet ihr hier Halsausschnitt mal Maschen aus der Maschenprobe. Also 42 cm Halsausschnitt, 17 Maschen aus der Maschenprobe und dann geteilt durch 10. Da kommt bei mir 71,4 raus. Die kann ich schlecht anschlagen, also habe ich mir hier aufgerundet auf 72. Dann male ich mir immer ganz gerne diesen Kragen von oben auf. Wenn man jetzt von oben, also die Maschen aufgenommen hat und man würde von oben drauf gucken, würde das so aussehen. Und zwar, da wir uns ja eine Strickjacke machen, bleibt hier vorne dieser Ausschnitt offen. Deswegen also dieser geöffnete Kreis. Und das sind jetzt hier meine Maschen, die ich verteilt habe. Diese 72 Maschen habe ich einfach durch 3 geteilt. Hier, da kommt 24 raus. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, für den Rücken also 24 Maschen, für das Vorderteil 24 Maschen und für jeden Ärmel dann 12 Maschen. Also auch 24, ne? Für beide zusammen. Jetzt ziehe ich mir beim Rücken gerne immer etwas ab, um das vorne dazu zu rechnen, weil ich ja nun mal eine Brust habe. Deswegen brauche ich vorne etwas mehr Platz als hinten. Ich habe in dem Fall das ganz einfach gemacht. Ich habe mir 2 Maschen beim Rücken weggenommen. Die habe ich mir zum Vorderteil dazu getan. Und dann habe ich für den Rücken 22 und für das Vorderteil 26 Maschen. Die Maschen für vorne, das wird erst wichtig, wenn wir uns nachher unsere Raglanmarkierer setzen, ne? Die Maschen für vorne müsst ihr euch natürlich auch nochmal durch 2 teilen, weil wir ja 2 Vorderteile haben. Das heißt, 13 Maschen für das Vorderteil, 12 für den Ärmel, 22 für das Rückenteil, 12 für den zweiten Ärmel und 13 für das zweite Vorderteil. Für die Raglanlinie benötigen wir, um sie zu stricken, 6 Maschen, aber weil ich nehme jetzt nicht 6 Maschen an jeder Raglanlinie extra dazu, das macht nichts. Wir können uns hier also die von hier dazu nehmen. Ich habe jetzt für die Raglanlinie 2 Maschen gerechnet. 2 hier, 2 hier, 2 hier, 2 da. Das sind insgesamt 2, 4, 6, 8 Maschen für die Raglanlinie. Und dann rechnen wir also hier 72 plus 8 für die Raglanlinie. Das sind bei mir 80 Maschen und das werde ich jetzt anschlagen. Ihr könnt diese Rechnung jetzt auch erstmal machen. Also ihr könnt im Grunde genommen ganz kurz nochmal, ihr rechnet 42 cm Halsausschnitt mal 17 Maschen aus eurer Maschenprobe, also was bei euch rausgekommen ist. Teilt das durch 10, das wäre diese Zahl. Und dann rechnet ihr auf diese Zahl 8 Maschen drauf für die Raglanlinien und das schlagt ihr an. Und wie die Verteilung hinterher ist, das zeige ich euch dann gleich nochmal, wenn wir das Bündchen gestrickt haben. Wenn wir die Maschen angeschlagen haben, dann zeige ich euch im Einzelnen jeden Schritt nochmal, wo wir die Markierer setzen. Und dann gehen wir alles Schritt für Schritt gemeinsam durch. Also wie gesagt, ihr rechnet euch euren Maschenanschlag aus, rechnet dann noch 8 Maschen dazu und diese Maschenanzahl schlagt ihr an und dann sehen wir uns gleich wieder. Entschuldigung, ich habe hier meine 80 Maschen angeschlagen und ich habe gerade gesagt, wir stricken Bündchen, das machen wir aber jetzt noch gar nicht, sondern das stricken wir hinterher erst an. Wir starten jetzt mit einer Rückreihe und in der Rückreihe stricken wir einmal alle Maschen links und danach setzen wir uns unsere Markierer, weil wir dann nämlich damit beginnen, unsere Zunahmen zu stricken. Ja. So, es werden jetzt also, wie gesagt, in dieser Reihe einfach nur alle Maschen links abgestrickt. Und wenn ihr das gemacht habt,
dann sehen wir uns wieder und dann benötigt ihr 4 Markierer. Nun setzen wir uns die Markierer, damit wir immer unsere Zunahmen stricken. Und dazu nehme ich mir jetzt wieder hier meine Zeichnung zur Hand. Mal so, dass man das vielleicht sehen kann. Und mein Strickstück noch dazu. Also, hier vorne ist jetzt die Öffnung. Und hier ist auch die Öffnung. Also die Nadeln bilden sozusagen die Öffnung der Jacke, ne? Also so müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Das aussieht wieder oben. Und dann fangen wir einfach hier rechts an und zählen uns die Maschen ab, ne? Wir brauchen jetzt also erstmal 13 Maschen. Ich zähle aber jetzt hier immer eine vor dem Markierer und eine nach dem Markierer mit. Also hier 13 plus eine davor. Dann setze ich den Markierer ein, dann eine Masche und dann kommen die 12. Aber wir machen das jetzt Schritt für Schritt. Also wir fangen jetzt hier vorne an mit dem Vorderteil und zählen uns jetzt hier 14 Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hätte ich mal besser aufgemacht. Dann hänge ich mir meinen Markierer hier ein. Das ist also jetzt mein Vorderteil mit einer Masche von der Raglanschräge. Dann zähle ich mir den Ärmel ab mit einer Masche von der Raglanschräge und noch einer Masche von der Raglanschräge. Also das sind 12 plus eine hiervon und eine davon. Also 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Da setze ich mir den nächsten Markierer rein und habe somit meinen ersten Ärmel abgeteilt. Oh, das war auch gut. Markierer rein. Jetzt zähle ich mir die Maschen für den Rücken ab. Das sind 22 für den Rücken und immer eine von den Raglanschrägen, also eine hiervon, eine davon, das sind 24. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24. Da kommt der nächste Markierer rein. Jetzt kommen hier wieder 12 vom Ärmel plus 1 von der Raglanlinie, also 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das ist irgendwo ein H. Da kommt unser letzter Markierer rein und wenn ich jetzt alles richtig gezählt habe und die Maschen richtig aufgenommen habe, müssten hier jetzt noch 14 Maschen übrig sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfekt. Also 13 Maschen vom Vorderteil und die eine hier von der Raglanlinie. Dann sieht das Ganze jetzt so aus und wir starten direkt mit unserer ersten Zunahmerunde. Die Randmaschen stricken wir folgendermaßen. Die heben wir die erste Masche ist die Randmasche und die heben wir in jeder Runde einfach nur ab, ohne sie zu stricken. Ich sehe ein Bild. Ja. Okay. Dann werden alle Maschen rechts gestrickt bis 3 Maschen vor unserem ersten Markierer. Ne? Hier ist der Markierer, also 1, 2, 3. Hier halten wir an. Rechte Maschen. Noch eine. Okay, und jetzt beginnen wir mit unserem Muster für die Raglanlinie. Und zwar stricken wir uns jetzt diese 3 Maschen hier zusammen, indem wir durch alle 3 Maschen gemeinsam durchstechen. Das ist ein bisschen popelig, da braucht man ein bisschen Übung. Man muss gucken, dass man wirklich alle 3 Maschen erwischt.
Und wenn ihr dann hier oben rauskommt, ich muss gucken, dass ich im Bild bin, dann holt ihr euch den Faden, haltet den gut fest, dass ihr den durchziehen könnt, zieht den hier durch auf die Nadel und lasst diese 3 Maschen aber auf der linken Nadel drauf. Dann macht ihr euch einen Umschlag. Dazu legt man einfach nur den Faden von vorne nach hinten auf die Nadel. Ich drücke den dann hier hinten mit dem Zeigefinger runter, so dass ich mir den festhalte und steche nochmal in diese 3 Maschen ein. Hole mir nochmal eine Masche raus. Und jetzt habe ich hier 1, 2, 3 Maschen. Dann lege ich mir nochmal einen Umschlag drauf. Das ist dann meine 4. Masche. Und dann gehe ich noch ein letztes Mal in diese 3 Maschen rein, hole mir einen Faden, ziehe den hier drauf. Und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Maschen. Das heißt, ich habe also aus 3 Maschen 5 gemacht. Dann kann ich die hier links von der Nadel gleiten lassen. Dann zuppelt man sich das hier so ein bisschen zurecht. Wir nehmen den Markierer rüber. Keine Angst, ich zeige euch das gleich auch nochmal. Ne? Hier auf der anderen Seite vom Markierer wird das anders gemacht. Und zwar wird das fast genauso gemacht wie hier, nur dass wir nicht so rum einstechen, sondern rechts verschränkt. Dazu drehe ich jetzt einfach meine Nadel, damit ihr das besser sehen könnt. Und dann steche ich durch die ersten 3 Maschen hier hinten ein. Ne? Und dann mache ich das gleiche wie auf der Vorderseite. Ich hole mir den Faden, das ist meistens auf der rechts verschränkten Seite etwas schwieriger. Das erfordert aber nur ein bisschen Übung. Lege mir einen Umschlag wieder auf die Nadel, halte den fest und dann gehe ich auch wieder hier rein. Na, nur durch 3, nicht durch 4. Hole mir nochmal den Faden. Manchmal flutscht der dann nicht durch. Habe jetzt 3, ne? Leg mir noch mal einen Umschlag drauf, also 4. Und jetzt hole ich mir das letzte Mal hier hinten noch eine Masche raus. Da. Jetzt habe ich 5 und lasse die 3 von der linken Nadel runtergleiten. Und habe jetzt auf dieser Seite quasi auch 5 Maschen aus 3 gemacht. Jetzt stricke ich wieder bis zum nächsten Markierer alle Maschen rechts und zwar wieder 1, 2, 3 Maschen vorher halte ich an. Ne? Noch eine. Und jetzt gucken wir uns das noch mal zusammen an. Ich gucke mal, ob ich euch eventuell mal näher ranzoome. Okay. Also, wir haben hier diese 3 Maschen. Und jetzt gehen wir mit der rechten Nadel durch alle 3 Maschen durch. Na, die kommt dann hier. Hinten kann man das ganz gut sehen, kommt die durch. Ihr holt euch dann den Faden, zieht den durch. Dann legt ihr euch einen Umschlag auf die Nadel. Haltet den fest, geht wieder in diese 3 Maschen rein und holt euch da noch eine Masche raus. Dann macht ihr noch einen Umschlag und geht das letzte Mal hier rein und holt euch einen Faden durch. Die Kontrolle, ob ihr alle Maschen habt, könnt ihr immer dadurch machen, dass ihr zählen könnt, ob ihr hier 5 Maschen habt. 2, 3, 4, 5. Und wenn ihr die habt, könnt ihr die linke Nadel rausziehen. Ne? Das zuppelt sich nachher zurecht. Dann wird der Markierer rübergelegt. Und wir machen das Ganze hier nochmal von hinten. Ich habe
Ich sehe mal nicht, ob ich im Bild bin. Es ist mit dem Stativ hier nicht so einfach. Ich komme nur durch 2 durch. Das ist auch schlecht. Dritte will nicht. Na. Sonst könnt ihr euch das vorne auch noch mal ein bisschen lockern. Da. Wenn ihr von vorne besser reinkommt, dann taucht ihr quasi hinter der Nadel durch. Ne? Das kann man auch machen. Also man kann hier von vorne durch 3 Maschen einstechen. So, und dann taucht ihr hier hinter durch. Und seid wieder nur durch 2. Das ist der Vorführeffekt. So. Jetzt machen wir das gleiche hier rechts verschränkt, was wir vorher vorne von rechts gemacht haben. Wir holen uns hier eine Masche durch. Legen uns einen Umschlag auf die Nadel, gehen wieder rein. Der erste ist immer der schwierigste. Wenn ihr erstmal einmal einen Faden durchgezogen habt, dann habt ihr die 3 hier quasi verbunden und dann ist es ein bisschen einfacher. Umschlag, einstechen. Wichtig ist auch immer die Fadenspannung hier, weil wenn der zu locker ist, dann kriegt man den meistens nicht gut durchgezogen. So. Wenn ihr eure 5 Maschen habt, die schieben sich manchmal hier so übereinander. Das können wir aber auf dem Rückweg dann auseinanderzuppeln. Und dann geht es wieder weiter. Das heißt also wieder alle Maschen rechts stricken bis 3 Maschen vor dem Markierer. Und da wird das zeige ich euch dann einfach noch einmal, da wird die Zunahme noch mal wiederholt. Und diese Zunahme stricken wir nur in jeder 4. Reihe, weil wir uns nämlich hier in jeder Zunahmerunde 4 Maschen zunehmen anstatt 2. So. Noch ein paar. Da sind wir wieder. Also quasi einstechen, wie als ob wir diese 3 zusammenstricken wollen. Eine rechts stricken, Umschlag. Eine rechts stricken, Umschlag. Eine, oh, ich bin gar nicht im Bild, ne? Rechts stricken. So, Markierer rüberheben. Auf der anderen Seite quasi das gleiche, nur in rechts verschränkt. Eine rechts stricken, Umschlag, eine rechts verschränkt stricken, Entschuldigung, Umschlag und nochmal eine rechts verschränkt stricken. Manchmal wird das sehr eng hier. So. Und dann die Maschen links von der, die habe ich sehr eng gemacht. Ich muss das mal hier drauf schieben. So, okay. Das geht aber. So, und das gleiche macht ihr jetzt nochmal bei diesem Markierer. Also wieder 3 Maschen vorher anhalten, Zunahme, 3 Maschen danach die Zunahme. Macht die Runde dann zu Ende. Die letzte Masche hier rechts, die letzte Masche wird in jeder Reihe rechts gestrickt. Und die erste Masche wird in jeder Reihe nur abgehoben. Ne? Das also zu unserer Randmasche noch. Und dann sehen wir uns gleich wieder für die nächste Rückrunde. Und da zeige ich euch, wie ihr die Umschläge stricken könnt. Kommen wir zu unserer Rückreihe. Und zwar die erste Masche wird einfach nur wie zum Linksstricken abgehoben. Dann werden wir alle Maschen links abstricken, was jetzt insofern hier erstmal sehr einfach ist. Aber wenn wir gleich zu unseren zugenommenen Maschen kommen, da muss man immer gucken, dass man auch wirklich alle Maschen abstrickt. Manchmal legen diese Fäden sich nämlich so übereinander, dass die aussehen wie eine Masche und es sind in Wirklichkeit 2. Und
Und deswegen gucken wir uns das jetzt einfach nochmal genau an. Also hier kommen wir, da seht ihr schon, das ist viel enger hier, ne? Und da denkt man auf den ersten Blick, ach, das sind ja nur 4. Da muss aber irgendwo noch eine 5. Ach, die war hier schon, okay. Also ihr müsst jetzt gucken, hier war die 5., dann 1, 2, 3, 4. Die müsst ihr also alle abstricken, ne? Also ihr müsst quasi jetzt hier bei den Zunahmen immer 5 Maschen haben. So. Hier ein bisschen anziehen und hier jetzt auch darauf achten, ne? Das ist hier so ein bisschen, das ist die erste. Dann ist meistens der Umschlag, der zieht sich hinten rüber, so. Das ist die zweite. 2, 3, 4, 5. So, und dann wieder alle links. Und einfach bei der nächsten, oh Gott, das habe ich jetzt gemacht, mitten durch die Fäden gestochen. Schon wieder. Also achtet einfach darauf, jede Masche einzeln abzustricken. Die letzte Masche der Runde einmal wird reicht, wird rechts gestrickt und dann sehen wir uns für die nächste Reihe dann einfach wieder. Der Mustersatz für unsere Zunahmen besteht immer aus 4 Reihen, die sich immer wiederholen. Das war jetzt gerade die zweite, also die Runde, wo wir hier diese Zunahmen gestrickt haben, ist die erste. Die zweite ist die, wo wir alle Maschen links stricken. Und jetzt folgt die dritte und da stricken wir einfach nur alle Maschen rechts. Wir heben nur, wie gesagt, die erste ab, weil das unsere Randmasche ist. Und dann stricken wir alle Maschen rechts. Das ist jetzt auch mit den Umschlägen also nicht mehr so schwierig, weil die jetzt ganz normal hier als rechte Maschen erscheinen. Und das ist dann schon quasi Reihe 3 unseres Mustersatzes. Da werden dann alle Maschen rechts gestrickt, die Markierer rübergehoben und wieder alle Maschen rechts gestrickt. Und dann sehen wir uns für Reihe 4 wieder. Die 4. Reihe unseres Mustersatzes ist auch ganz einfach. Wir heben die erste Masche ab, das ist unsere Randmasche, und dann stricken wir einfach alle Maschen links. Die letzte Masche, das ist die Randmasche wieder, die wird rechts gestrickt. Und das ist unser kompletter Mustersatz. Dann habt ihr 4 Reihen, die sich dann immer wiederholen. Und ich zeige euch jetzt gleich einfach nochmal, wenn wir die 4. Reihe beendet haben, nochmal den Anfang von Reihe Nummer 1. Und ihr könnt das Video natürlich sonst immer wieder zurückspulen und euch die 4 Reihen immer wieder anschauen. Aber irgendwann hat man das dann auch drin, weil eigentlich nur Reihe 1 die mit den Zunahmen ist und der Rest ist alles nur abgestrickt, so wie es erscheint. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal für eine gemeinsame Zunahmerunde. Jetzt startet unser Mustersatz wieder von vorne, ne? Jetzt so sieht das aus. Das sind also, wir zählen die erste Rückrunde, die wir links gestrickt haben, nicht mit. Das sind also jetzt 4 Reihen. Und jetzt geht es wieder los mit Reihe Nummer 1. Dazu heben wir die erste Masche einfach nur ab, stricken alle Maschen rechts bis 3 Maschen vor unserem ersten Markierer.
So, hier sind unsere 3 Maschen für unser Markierer und jetzt machen wir das gleiche wie in Runde 1. Wir stechen durch alle 3 Maschen durch. Fummel ich manchmal. Markierer stört mich jetzt hier auch noch. Manchmal hilft es, wenn man sich die vorne auf die linke Nadel relativ weit nach vorne schiebt. Da habe ich durch den Faden durchgestochen. So. Ihr holt euch den Faden, strickt eine Masche rechts. Macht euch einen Umschlag, strickt noch eine Masche rechts. Habt jetzt 3 Maschen. Umschlag, 4 Maschen, noch eine Masche rechts, 5 Maschen, von der linken Nadel runterziehen. Markierer rüberheben und jetzt das Ganze hier hinten rechts verschränkt. Durch die ersten 3 Maschen durchstechen. Ein bisschen weiten hier. Faden holen. Umschlag. Irgendwie habe ich schwitzige Hände. Und das ist keine Wolle diesmal, mit der ich stricke, sondern Polyacryl. Und da merkt man sofort, man kriegt schwitzige Hände. Ich stricke eigentlich nicht gerne mit reinem Polyacryl. So. Der Rest wieder alles nur rechts. Bis 3 Maschen vom nächsten Markierer und dann macht ihr die nächste Zunahme. Diese 4 Reihen, Zunahmereihe, 3 Reihen normal drüber stricken, die wiederholt ihr jetzt so lange, bis ihr eure Raglanlänge erreicht habt. Ich habe dazu ein paar Notizen. Das sind Notizen für einen Pullover. Das sind die Raglanlinien für einen Pullover. Das passt aber wahrscheinlich hier auch ganz gut für eine Jacke. Aber wie gesagt, das sind immer nur Richtwerte. Das heißt also, am besten ist immer anprobieren. Und bei einer Jacke geht das ja super, weil wir da nicht alle Maschen auf einem Seil verbunden haben, sondern weil das vorne offen ist. Das heißt also, das sind so Richtwerte, die ich mal aufgeschrieben habe für die verschiedenen Größen. Daran könnt ihr euch ungefähr orientieren. Ich stricke jetzt erstmal ein bisschen weiter und dann zeige ich euch, wie ihr die Raglanlinie messen könnt. Und das sind halt hier so die Werte, die ich für verschiedene Größen aufgeschrieben habe. Das könnt ihr euch gerne abfotografieren, daran könnt ihr euch orientieren. Aber wie gesagt, am besten hilft immer anprobieren. Das empfehle ich auf jeden Fall, dann kann man auf Nummer sicher gehen. Und ich stricke jetzt erstmal ein bisschen weiter. Dann melde ich mich bei euch wieder, wenn ich was zum Zeigen habe, wo wir gut dran messen können. Und ja, dann geht es weiter. Viel Spaß erstmal! Ich habe jetzt hier eine ganze Weile gestrickt und bin jetzt bei 28 cm und ich hätte gerne 30 für Größe 46. Das heißt, ein paar Reihen muss ich noch stricken. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr das gut ausmesst. Also, wir haben hier ja kein Bündchen oben, kein Kragen, das kommt ja später. Deswegen können wir uns unser Zentimetermaß genau hier oben ansetzen. Und dann messt ihr einfach an der Raglanlinie entlang. Toll, jetzt habe ich hier 30, ne? Ich habe gerade 5-mal gemessen, da waren es nur 28. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, 30. Guck noch mal hier. Wundert mich. Vielleicht hätte ich es gerade nicht richtig rausgezogen. Also ihr müsst gucken, dass ihr hier natürlich die Raglanlinie komplett glatt gezogen habt und sich hier unten nichts zusammenzieht vom Seil her. Weil wenn wir jetzt nämlich 30 haben, dann teilen wir auf. Ja, wir haben 30. Keine Ahnung, was ich da gerade gemessen habe. Ja, dann teilen wir schon auf. Die Werte, die ich euch gegeben habe für die Raglanlinie. Das sind ja, wie gesagt, nur Richtwerte. Es hängt ja zum einen davon ab, wie euer Körper geformt ist und zum anderen, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist es natürlich auch eine Geschmackssache, wie
der Cardigan hinter sitzen soll. Das heißt, manche mögen es natürlich etwas figurbetonter als andere. Andere haben lieber ein bisschen mehr Luft. Für mich wird das ein Kuschel-Cardigan, deswegen will ich den etwas weiter haben. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, ich orientiere mich an den Werten, die ich so als meine Erfahrungswerte so rausgefunden habe und nehme 30 cm für Größe 46. Ich werde mir aber hier unterm Arm, wenn wir uns gleich das aufteilen und die Maschen für den Ärmel stilllegen, werde ich mir hier noch ein paar Maschen aufnehmen, um insgesamt etwas mehr Weite zu bekommen. Und wir haben dann zum Abschluss auch noch mal die Möglichkeit, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn man die Blende nicht direkt mitstrickt. Wenn der Cardigan fertig ist und wir unten abgekettet haben, stricken wir hier noch eine Blende dran. Und da könnt ihr auch noch mal gucken, wie breit ihr die macht. Dann könnt ihr den Cardigan nämlich super anziehen und entscheiden, möchte ich das vielleicht ein bisschen überlappend haben, möchte ich, dass es bündig abschließt, aber da kommen wir dann später zu. Dann würde ich sagen, teilen wir uns jetzt die Maschen, aufteilen brauchen wir sie nicht, das haben wir ja schon mit den Markierern. Wir legen uns jetzt die Ärmelmaschen still und stricken dann den Körper runter. Ich nehme dazu immer Fadenreste, die habe ich hier drin und dann brauchen wir noch eine Schere. Die haben wir hier. Da hängt Sockenwolle drin. So. Und dann strickt ihr jetzt als allererstes einmal bis zu eurem ersten Markierer. Das heißt, wir sind ja jetzt hier am Anfang der Runde. Die Runde wird ganz normal gestrickt. Das heißt, in meinem Fall muss ich linke Maschen stricken. Und wir stricken alles links bis zu unserem Markierer. Und dann sehen wir uns wieder, um die Maschen, die Ärmelmaschen stillzulegen. Ich bin jetzt hier an meinem ersten Markierer angekommen. Ne? Ich habe jetzt also hier das Stück gestrickt. Hier ist mein erster Markierer. Den nehmen wir uns jetzt raus, den brauchen wir nicht mehr. Und dann nehmt ihr euch etwas, um eure Maschen stillzulegen. Also ihr könnt dazu natürlich auch eine andere Nadel nehmen oder es gibt so Klammern. Was ihr möchtet. Ich nehme immer Fadenreste, die verwende ich auch wieder. Ich ziehe mir die hinterher raus und stecke die wieder in mein Täschchen und dann nehme ich die fürs nächste Mal wieder. Dann zieht ihr euch jetzt, falls ihr es auch mit einem Fadenrest macht, zieht ihr euch das auf eine Vernähnadel. Und die Maschen, die wir jetzt schon gestrickt haben, die sichern wir uns erstmal, indem wir die aufs Seil schieben. Dann flutscht uns da nichts raus. Jetzt kommen die Ärmelmaschen und zwar sind das alle Maschen bis zu unserem nächsten Markierer und die fädeln wir uns jetzt, es geht meistens besser, wenn die auf dem Seil hängen, da hat man ein bisschen mehr Platz, die fädeln wir uns jetzt auf unser Seil. Dazu geht ihr einfach mit der Nadel durch die Maschen hier durch, ne? Seht ihr, da, dann sind die schon gesichert. Wenn man die auf dem Seil hat, kann man meistens diese Vernähnadel mit dem Faden hier schon ganz gut durchschieben. Guckt, dass ihr alle Maschen erwischt. Ich mache das jetzt mal bis zum Ende und dann, wenn wir da angekommen sind, sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt hier am Markierer angekommen und jetzt können wir hier erstmal unseren Faden abschneiden. Ich mache das eigentlich immer ganz gerne so ein bisschen locker, dass ich das hinterher zusammen knote, damit ich das gleich noch anprobieren kann. Deswegen schneide ich mir hier einfach ein bisschen längeres Ende ab und schiebe mir jetzt hier die Maschen von der Nadel runter.
Na. So, achtet darauf, dass ihr nur bis zum Markierer schiebt. Da. Ne? Die letzte, hier kommt der Markierer. Die nehmen wir jetzt auch raus. Hier ziehe ich mir die Nadel raus, dass mir da nichts wegrutscht. Und jetzt haben wir uns hier unseren Ärmel gebildet. Ne? Jetzt kann man hingehen und das einmal so, also ich mache das immer so, dass ich das einmal so weit ziehe, wie der Ärmel wirklich ist. Und dann knote ich mir das hier unten zusammen, mache eine Doppelschleife rein. Und jetzt könntet ihr das einmal super anprobieren. Das empfehle ich auch. Wenn ihr es nicht ganz überziehen wollt, könnt ihr einfach hier in euer Ärmelloch euren Arm reinstecken, das mal bis nach oben über die Schulter ziehen und dann seht ihr schon, wie weit das ist und könnt dann nämlich super entscheiden, wie viele Maschen ihr hier unten noch aufnehmen wollt. Ich probiere das mal eben an und dann bin ich wieder da. Bei mir sitzt das jetzt schön locker. Ich werde mir trotzdem Maschen aufnehmen, weil ich eine gemütliche Strickjacke haben möchte. Und das machen wir jetzt. Also, wenn ihr euch das jetzt hier wieder sortiert, dann seht ihr hier einmal die Nadel, wo euer Arbeitsfaden dran ist. Da schieben wir uns die Maschen jetzt wieder nach vorne. Hier ist der Arbeitsfaden. Hier kommt unser großes Loch für die Ärmel. Dann schiebe ich mir auf der anderen Seite auch die Maschen wieder auf die Nadel. Und jetzt könnt ihr, also ihr habt jetzt entschieden, ob ihr Maschen braucht oder nicht. Wenn ihr keine Maschen braucht, strickt ihr einfach hier die nächste Masche links und dann strickt ihr ganz normal weiter. Wenn ihr, so wie ich, jetzt ein paar Maschen aufnehmen wollt, dann überlegt ihr euch, wie viele. Ich würde jetzt 6 aufnehmen. Und das macht man ganz einfach, indem man sich die hier drauf dreht. Schlaufe. Einmal so verkehrt herum, ne? Seht ihr mich? Ich lege mir die Schlaufe einmal so rum. Ne? Also wenn ihr das andersrum macht, so rum, dann wird es schief. Ne? Also einmal so rum. Und dann einfach drauflegen und runterziehen. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich stricke dann jetzt weiter. Die 6 Maschen merken wir uns, weil wir das nämlich am anderen Ärmel gleich genauso machen, damit das alles gleich groß wird. Und jetzt stricken wir einfach weiter unsere Maschen ab, bis wir zum nächsten Markierer kommen. Und da macht ihr exakt das gleiche wie auch auf dieser Seite. Das heißt, ihr nehmt den nächsten Markierer raus, fädelt euch alle Maschen auf euren Faden oder Maschenhalter, nehmt die Anzahl an Maschen auf unterm Arm, die ihr auch hier beim ersten Ärmel aufgenommen habt oder eben nicht, ne, wenn ihr keine Maschen aufgenommen habt, und strickt ganz normal hier bis zum Ende weiter. Und wenn wir das gemacht haben, dann sehen wir uns wieder. So, wir haben die Aufteilung geschafft und jetzt ist noch mal ein guter Moment, um anzuprobieren. Vor allen Dingen habt ihr jetzt wieder ein bisschen mehr Seil zur Verfügung. Also wer kann, auf jeden Fall noch mal anprobieren, weil jetzt würde es nur heißen, eine Reihe zurückstricken und man könnte alles noch mal wieder ändern. Deswegen würde ich sagen, in diesem Fall, wenn wir so weit sind, lohnt sich das auf jeden Fall einmal überzuziehen. Und jetzt wird es ganz einfach und unkompliziert. Wir stricken jetzt nur noch glatt rechts ohne Zunahmen. Und zwar zeige ich euch jetzt noch, was ihr jetzt mit euren neu aufgenommenen Maschen macht. Die werden einfach normal abgestrickt. In meinem Fall bin ich jetzt hier auf der rechten Seite. Das heißt, dann stricke ich die Maschen auch rechts ab. Und
Ich zeige euch das, wenn ich gleich unterm Arm angekommen bin. Dann melde ich mich wieder. So, wir kommen jetzt hier zu den neu aufgenommenen Maschen. Hier ist noch eine vom Vorderteil. Und die neu aufgenommenen Maschen strickt ihr also auch einfach rechts ab. Manchmal ist das ein bisschen schwer, da einzustechen, weil man die vielleicht ein bisschen fest angezogen hat. Aber in der nächsten Reihe ist das dann schon kein Problem mehr. Dann sind das ganz normale Maschen und nicht nur hier diese Umschläge. Das heißt also, alle neu aufgenommenen Maschen werden wie eine ganz normale Masche behandelt. Wenn wir hier zum Übergang kommen, dann hat man meistens hier ein bisschen so eine Lücke, das macht aber nichts. Ich steche ein und ziehe dann hier unten noch mal ran. Das kann aber hinterher alles mit dem Ärmel noch ausgebessert werden, wenn da ein Loch ist. Und jetzt sieht es quasi so aus hier. Ne? Und das ist alles. Ihr strickt jetzt einfach nur noch hin und rück rein, ohne Zunahmen. Das Ganze wird jetzt so lang runtergestrickt, wie ihr diese Jacke lang haben wollt. Ich melde mich dann bei euch, bevor es ans Bündchen geht, nochmal wieder. Das wird auch ein paar Zentimeter haben, um einfach einen schönen Abschluss zu haben. Wir stricken hierfür kein klassisches Bündchen, sondern was anderes. Und wahrscheinlich kann auch sein, dass ich mir das nochmal anders überlege. Wir sehen uns dann einfach, wenn wir hier ein paar Meter gemacht haben. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Stricken. Ach so, falls ihr euch übrigens auch für dieses Stylecraft Special Decay Garn entschieden habt, was ich hier nutze. Ich bin mit einem Knäuel davon genau hingekommen bis nach der Aufteilung. Also ich habe das komplette Oberteil, die Raglanschräge, mit einem Knäuel gemacht. Die haben ja, glaube ich, 200 Gramm, ne? Ne, 100 Gramm sind das. Das ist Wahnsinn. Also 100 Gramm und, wo steht denn die Lauflänge? 295 Meter haben bei mir gereicht, um dieses komplette Oberteil hier zu stricken. Nur falls ihr das gleiche Garn nehmen wollt. Das ist also wirklich sehr ergiebig. So, ich habe jetzt gerade mal übergezogen und bei mir sieht die Länge jetzt gut aus. Jetzt folgt ja hier unten noch ein Abschluss, damit sich das hier nicht so rollt. Und zwar stricken wir diesen Abschluss jetzt in Kraus rechts. Und ich denke mal, ja, so 5 cm würde ich machen. Und dafür wird es ja jetzt ganz einfach. Dafür müsst ihr jetzt nur noch Rechtsmaschen stricken, und zwar in der Hin- und der Rückrunde. Wir sind jetzt hier sowieso gerade bei einer Reihe rechten Maschen. Die strickt ihr also jetzt ganz normal, so wie alle anderen auch. Das heißt also Randmasche, alle anderen Maschen rechts. Und wenn wir diese Reihe beendet haben, dann sehen wir uns wieder für die nächste Reihe. Wir sind am Ende der Reihe angekommen und jetzt würde normalerweise die Reihe mit den linken Maschen folgen, aber für unseren krausrechten Abschluss stricken wir jetzt hier auch rechte Maschen. Und das ist im Grunde genommen schon alles, was ihr jetzt unten für diese Blende stricken müsst. Das heißt einfach in jeder Reihe rechte Maschen, also hin und zurück. Und zwar so lange, wie euch das dann gefällt oder falls ihr noch eine Länge für die Jacke erreichen müsst oder wollt. Also das ist einfach jetzt eine Geschmackssache. Ich mache das jetzt mal für ein paar Reihen und dann melde ich mich wieder und dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Viel Spaß! Ich habe jetzt ein paar Reihen einfach nur alle Maschen rechts gestrickt und habe jetzt eine 5 cm lange Blende bekommen.
hier unten und das gefällt mir gut. Das werde ich so lassen. Und jetzt werden wir das Ganze abketten und zwar elastisch abketten. Das sorgt dafür, dass sich das hier hinterher nicht zusammenzieht und uns dann die Weite von der Strickjacke verloren geht. Deswegen ketten wir elastisch ab. Und das geht folgendermaßen. Ich muss gerade gucken, wo hier meine Wolle ist. So. Wir stricken die ersten beiden Maschen rechts. Und jetzt, wenn wir die Maschen hier auf der rechten Nadel haben, gehen wir mit der linken Nadel hier vorne rein, sodass wir die Maschen quasi auf beiden Nadeln haben. Ich halte mir die hier mit dem Daumen fest. Hier die Maschen halte ich mir mit dem Zeigefinger fest und dann hole ich mir den Faden und ziehe den hier hinten durch beide Maschen durch. Somit habe ich eine Masche abgekettet. Jetzt stricke ich wieder eine rechts. Gehe hier durch beide Maschen durch, hole mir hinten den Faden durch und habe wieder eine Masche abgekettet. Rechts stricken, hinten rausstricken. Rechts stricken, einstechen, Faden hier hinten durchholen. Und das ist schon alles. Das macht ihr jetzt einfach, bis ihr alle Maschen abgekettet habt. Und dann widmen wir uns als nächsten Schritt dann den Ärmeln. Also fröhliches Abketten und bis gleich. Wir sind beim Ärmel angekommen und da könnt ihr euch jetzt überlegen, wie ihr den stricken möchtet. Ihr könnt den mit dem Nadelspiel stricken, ihr könnt den mit dem Crazy Trio stricken oder aber auch mit der gleichen Rundstricknadel, die ihr für den Körper verwendet habt. Genau das werde ich auch tun, weil jede Nadel ergibt ein anderes Strickbild. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem 5,5er Nadel Crazy Trio oder so meinen Ärmel stricken würde, würde das anders aussehen als hier. Und das möchte ich nicht so gerne, deswegen nehme ich hier weiterhin meine Rundstricknadel. Und um den Ärmel starten zu können, nehmen wir uns jetzt diese Maschen, die wir hier auf dem Faden stillgelegt haben, einfach wieder auf. Und das geht ganz einfach, indem wir uns die hier durchfädeln. Wir fädeln unsere Nadel also hier schön, wir fädeln mit unserer Nadel hier schön jede einzelne Masche auf. Achtet darauf, dass ihr nicht unbedingt diesen blauen Faden oder halt euren Faden zum Stilllegen mit aufspießt, weil sonst strickt man den hinterher mit ein und dann muss man das hinterher kaputt schneiden. Was jetzt also auch nicht dramatisch ist, ne? Aber ich verwende die ja immer ganz gerne nochmal. Also einfach hier jede Masche auf die Stricknadel heben, einmal rundherum, achtet darauf, dass ihr keine Masche vergesst. Einfach jede Masche mitnehmen, draufheben und dann sehen wir uns am Ende der Runde wieder, wenn wir alle Maschen aufgenommen haben. Ich zeige vielleicht noch mal, wie das aussieht, wenn sich der Faden hier sehr weit runtergezogen hat. Na, dann nehmt ihr also nicht hier hinten irgendwas auf, sondern ihr müsst genau diesen Querfaden hier, der so eng über dem blauen Faden liegt. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Hier, das hier. Das müsst ihr also aufnehmen, ne? Hier drunter gehen. Wenn ihr jetzt hier komplett drunter geht, habt ihr nicht die Masche korrekt aufgefädelt. Ne? Da sieht man es auch wieder. Das ist oft am Ende ist es auch oft so, dass sich das hier so runterzieht. Wenn ihr da gar nicht reinkommt, könnt ihr hier an beiden Fäden, oh, da ist mir schon wieder eine rausgeflutscht, könnt ihr hier sonst beide Fäden einmal hochziehen und dann kommt die auch ein bisschen hoch und man kann die jetzt wieder aufnehmen. Ne? Das vielleicht nur noch mal für die, die das noch nicht so oft gemacht haben. So, ich habe alle Maschen aufgenommen und werde mir wahrscheinlich gleich noch mal das Seil wechseln, weil das doch sehr lang ist und mich das dann nervt, wenn ich das dann hier immer so lang rausziehen muss. Das ist der Vorteil an diesem Nadelsystem, wo man einfach das Seil wechseln kann. Da kann ich jetzt gleich einfach ein
kürzeres Seil dran machen. So, wer jetzt auch mit der Magic Loop Methode arbeitet, der legt sich das jetzt einfach so hin, zieht sich einmal hier irgendwo hier oben in der Mitte das Seil raus, und zwar so weit, dass er auf beiden Seiten stricken kann. Also hier auf der linken Nadel schiebe ich mir schon mal alle Maschen hier auf die Nadel. Hier auf der rechten mache ich das nicht, weil mir das dann hier zu eng wird zum Stricken. Da ziehe ich einfach ein bisschen raus, sodass ich hier Platz habe zum Stricken. Dann nehmt ihr euch den Faden, schlagt den wieder neu an. Dazu lassen wir uns ein Stückchen zum Vernähen übrig. Unterm Arm mache ich den gerne ein bisschen länger, weil wir hier auch ein kleines Loch bekommen werden. Es sei denn, ihr nehmt hier unten noch Maschen auf. Dann ist das Loch zwar auch noch da, aber kleiner. Und dann kann ich das gleich damit vernähen. Und dann stricken wir einfach weiter. Das heißt, in glatt rechts, wir stechen in die erste Masche ein, holen uns den Faden durch. Am Anfang ist es immer ein bisschen fummelig, sonst zieht euch den über den Finger. So. Da müsst ihr gucken, dass ihr mit dem richtigen Fadenende strickt. Das ist unser Ende. Und jetzt stricken wir einfach alle Maschen rechts, bis wir zu unserem rausgezogenen Seilende kommen. Man könnte jetzt rein theoretisch diesen Sicherungsfaden rausziehen. Ich mache das nicht. Ich lasse den immer bis zur Vollendung des Ärmels drin, weil ich also es kann immer mal sein, dass ich noch irgendwas verändere oder mir irgendwas nicht gefällt. Gerade wenn man gerade wenn man im Prozess des Designens ist, fällt einem auf einmal ein, dass man doch etwas anders machen möchte. Und dann kann ich hier einfach aufrubbeln und habe meine Ärmelmaschen noch gesichert. Deswegen lasse ich den Faden drin. Mich stört er auch nicht beim Stricken. Wenn euch der beim Stricken stört, könnt ihr den natürlich rausnehmen, sobald ihr alle Maschen wieder auf der Nadel habt. Ne? Und jetzt wird dieser komplette Ärmel im Grunde genommen in der Runde glatt rechts gestrickt. Das hat also einen großen Vorteil: wir müssen keine linken Maschen mehr stricken. Das liebe ich ja, weil rechte Maschen geht bei mir viel schneller als linke Maschen. Deswegen stricke ich gerne in der Runde. Hier sind jetzt die letzten Maschen, bevor das Seil rauskommt. Also ich bin auch ganz froh, wenn ich diese Polyesterwolle durch habe. Mir schwitzen hier immer extrem die Hände. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt ziehen wir uns einfach, Entschuldigung, unser Seil wieder an einer anderen Stelle raus. Und zwar, hier ist unser Anfang. Ich gehe dann gerne schon auf die Seite, wo ich schon gestrickt habe, und ziehe mir das Seil einfach hier raus. Und zwar so weit, dass ich mir hier alle Maschen auf die Nadel schieben kann. Ne? Jetzt guckt hier auch schon mal der Faden so raus, das macht aber nichts, den beachten wir einfach gar nicht. Und dann strickt ihr einfach in der Runde rechts weiter, bis ihr zu eurem Anfang kommt, Rundenanfang. Da hängen wir uns dann noch einen Maschenmarkierer ein und dann sehen wir uns gleich am Rundenanfang wieder. Euren Rundenanfang erkennt ihr natürlich ganz gut hier an dem großen Loch. Ne? Da ist unser Rundenanfang und da hängen wir uns jetzt nach der letzten Masche den Maschenmarkierer ein. Dann wissen wir immer, wo der Anfang ist. Und jetzt stricken wir einfach wieder weiter rechts. Hier vorne, die ist natürlich jetzt locker, die Masche, weil wir da unseren Faden angeschlagen haben. Einfach bis unten ranziehen und alles weiter rechts stricken. Den Rest klären wir dann hinterher beim Vernähen des Fadens unterm Arm. Und das ist das ganze Prinzip. Ich stricke keine Abnahmen, weil ich es sehr gerne mag, wenn der Ärmel etwas ballongig wird. Das heißt also, wenn der so relativ gerade runterläuft und dann unten am Handgelenk eine
Verengung stattfindet, und zwar eine deutliche. Das mag ich ganz gerne. Und das heißt für mich, ich stricke den Ärmel einfach gerade runter, ohne Abnahmen, und mache die Abnahmen in der letzten Runde, alle Abnahmen vor meinem Bündchen. Wenn ihr Abnahmen einbauen wollt, könnt ihr das natürlich machen, und die werden immer, hier ist unser Rundenanfang, es werden immer am Rundenanfang eine Abnahme und am Rundenende eine Abnahme gestrickt. Ne? Und dann könnt ihr euch dann vorher überlegen, in welchen Reihenabständen ihr das machen wollt. Dann braucht ihr einen Rundenzähler, und dann könnt ihr einfach immer dann Abnahmen stricken, wenn ihr das machen möchtet. Ich mache es jetzt wie gesagt nicht. Ich mag diese Ärmelform am liebsten, finde die am schönsten, und stricke jetzt fröhlich in der Runde weiter. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich meine passende Ärmellänge erreicht habe, um das Bündchen noch anzustricken. Und dann zeige ich euch, wie ich da abnehme und wie es mit dem Bündchen weitergeht. Ich habe jetzt die Länge von meinem Ärmel erreicht. Das ist das, was ich jetzt ungefähr haben möchte. Jetzt mache ich im letzten Schritt vor dem Bündchen meine Abnahmen, um das Ganze hier unten zu verengen. Ich habe ja in der Gesamtlänge keine Abnahmen gemacht. Ne? Wenn ihr jetzt Abnahmen gemacht habt, dann braucht ihr jetzt keine mehr machen. Aber ich habe ja keine gemacht, also mache ich jetzt welche. Das heißt, ich stricke jetzt in der letzten Runde vor meinem Bündchen, jetzt hier noch eine Masche, dann ist startet meine letzte Runde. Also die stricke ich noch rechts, hebe meinen Markierer rüber, und jetzt ziehe ich mir erstmal mein Seil hier richtig raus. Stricke ich jede dritte und vierte Masche zusammen. Also, ich stricke 1, 2, jetzt kommt Masche 3 und 4, und die stricke ich einfach rechts zusammen. Da stecht ihr durch beide Maschen ein, und somit haben wir jetzt eine Abnahme gestrickt. Dann wieder 1, 2 rechts und die nächsten beiden rechts zusammenstricken. Ich sehe wieder nicht, ob ich im Bild bin. 1, 2 rechts und die nächsten beiden rechts zusammenstricken. Ihr könnt das natürlich auch in einer anderen Frequenz machen. Könnt euch vorher überlegen, wie eng soll dieser Ärmel sein, und könnt dann schauen, wie viele Abnahmen ihr braucht. Falls ihr dazu noch ein Video braucht, könnt ihr das Video anschauen, Ärmelmaschen berechnen, das ich schon hochgeladen habe. Da wird das erklärt, wie man vom Anfang an, also wenn man mit dem Ärmel anfängt, wie man da berechnen kann, in wievielten Reihe muss ich abnehmen. Das gleiche Prinzip könnt ihr aber auch anwenden, wenn ihr einfach jetzt in der letzten Reihe abnehmt. Also da habt ihr auf jeden Fall ein Video, wo ihr schauen könnt. Da wird das alles ganz genau erklärt. Ich mache das jetzt die ganze Runde einmal rum, und dann starten wir mit dem Bündchen. Ich bin mit meiner Runde fertig, und ich mache jetzt ein ganz klassisches Ärmelbündchen aus 2 rechts, 2 links. Also 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links. Ihr könnt hier natürlich auch jedes andere Bündchenmuster stricken, was euch gefällt. Ihr könnt unten hier den gleichen Abschluss machen wie am Jackensaum. Also kraus rechts stricken. Das ist also jetzt auch wieder eine Geschmackssache. Ich mache jetzt einfach mal ein klassisches 2 rechts, 2 links Bündchen. Und das machen wir jetzt für so viele Runden, wie wir möchten, wie uns das gefällt. Also ich werde jetzt einfach mal ein paar Runden stricken, und dann schaue ich mir das mal an, was mir so gefällt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Ärmelbündchen abgekettet werden kann.
bin jetzt fertig mit meinem Bündchen und würde jetzt abketten. Da mein Bündchen immer noch sehr weit ist, werde ich jetzt hier nicht elastisch abketten, wie wir es hier unten gemacht haben, sondern ich werde hier ganz normal abketten. Das könnt ihr aber auch einfach aussuchen, wie breit oder eng euer Bündchen ist und dann so machen, wie ihr möchtet. Ich stricke zum Abketten die Maschen immer so... Oh, wieder irgendwas, was sich nicht aufschieben lässt. Ich stricke zum Abketten die Maschen immer so auf, wie sie erscheinen. Das heißt, ich stricke hier meine ersten 2 Maschen rechts und ziehe die hintere über die vordere rüber. Dann wieder so, wie sie erscheinen. Hier ist eine linke Masche und dann immer die hintere über die vordere ziehen. Hier ist eine linke Masche und wieder drüber ziehen. Hier kommt eine rechte und wieder drüber ziehen. Und das macht ihr jetzt einfach die ganze Runde rum, bis ihr komplett abgekettet habt. Und dann könnt ihr den zweiten Ärmel genauso stricken wie den ersten. Ich werde das, bevor ich jetzt mit dem zweiten Ärmel anfange, denke ich mal erstmal mit euch die Blende mit den Knopflöchern stricken. Also sehen wir uns wieder, wenn der Ärmel fertig abgekettet ist. So, als nächstes stricken wir uns den Saum. Der Saum, nee, eine Blende, Entschuldigung, eine Blende. Die Blende wird an beiden Seiten der Jacke gestrickt und zwar, wenn man sie sich so vor sich hinlegt, einmal an dieser Seite und einmal an dieser Seite. Auf der einen Seite werden wir uns Knopflöcher einstricken, wenn ihr das möchtet. Und auf der anderen Seite werden wir eine ganz normale Blende stricken, an der wir hinter die Knopflöcher festnähen. Ihr könnt euch jetzt im Vorfeld überlegen, auf welcher Seite ihr Knöpfe und auf welcher Seite ihr Knopflöcher haben möchtet. Mir ist das eigentlich immer ziemlich egal. Ich werde jetzt an dieser Seite hier die erste Blende stricken, und zwar ist die erste Blende ohne Knopflöcher. Hier kommen bei mir die Knöpfe dran und da kann ich einfach dann entscheiden, da stricke ich jetzt mal ein paar rein und gucke, wie breit ich das haben möchte mit der Blende. Mit der Blende könnt ihr zusätzlich nämlich auch noch ein bisschen Weite erreichen. Je breiter ihr die Blende strickt, desto weiter wird insgesamt die Jacke. Wenn ihr jetzt zufrieden seid mit eurer Breite von der Jacke und die sitzt super, dann würde ich die Blende relativ kurz stricken. Ihr solltet euch vielleicht im Vorfeld schon überlegen, wie groß die Knöpfe sein sollen, die da rein sollen, weil ihr müsst natürlich den Platz auf der Blende haben, um diese Knöpfe dann schön mittig anzunähen. Aber wir nehmen jetzt erstmal Maschen auf, und zwar einmal an dieser ganzen Längsseite entlang. Ihr braucht also eure Nadel und eure Wolle und dann geht schon los. Ich nehme immer hier unten, wo ich abgekettet habe, wo der Faden dran hängt, da nehme ich meine erste Masche auf. Weil wenn ihr die hier aufnehmt, dann habt ihr hier ein fehlendes Stück hinterher von der Blende. Das sieht nicht gut aus. Deswegen würde ich immer empfehlen, stecht euch direkt hier ein und holt euch da eure erste Masche raus. Das ist wie, haben wir das jetzt hier bei der Jacke schon irgendwo gemacht, Maschen aufgenommen? Nee, ich habe in der Zwischenzeit so viel anderes Zeugs gefilmt. Das war bei den Socken. So, und jetzt nehme ich mir hier, wenn ihr das hier so auseinanderzieht, aus jeder von diesen großen Maschen hier eine Masche auf. Man muss immer gucken, dass man hier an der Seite nicht zu viele Maschen aufnimmt. Seht ihr das? Ich nehme immer hier aus den großen Löchern eine Masche auf. Das ist ja hier noch der Saum hier unten. Und gleich kommen wir zur Seite. Wenn man hier zu viele Maschen aufnimmt, dann schiebt die Blende sich so zusammen. Also das sieht ganz komisch wellig aus und ist so ein bisschen zu groß dann. Und wenn man zu wenig Maschen aufnimmt, dann zieht sich das ganz eng zusammen. Also
Deswegen muss man immer gucken, dass man hier, jetzt seht ihr das, ne? Hier kommen wir zu der Seite und da nehme ich mir einfach aus jedem Loch sozusagen hier eine Masche auf. Einstechen, Faden durchholen, einstechen, Faden durchholen. Und das machen wir einmal bis oben zum Kragen. Und wenn ich da angekommen bin, dann sehen wir uns nochmal wieder. Dann zeige ich euch, wo ich noch die letzte Masche aufnehme. Und dann geht es direkt los mit Stricken der Blende. Ne? Also so sieht das aus. Ich komme jetzt hier oben beim Kragen an. Da sieht das Bild so aus. Also auf den ersten Blick sieht man hier noch zwei. Die nehme ich mir noch auf. Da eine und da eine. Und dann gehe ich aber auch hier nochmal in den Knoten rein, in die Masche, wo der Faden rauskommt. Da nehme ich mir meine letzte Masche auf, damit das hinterher oben schön abschließt. Das ist immer ein bisschen schwieriger, weil das hier enger ist. Aber sonst muss man den Faden ein bisschen mehr spannen. Und hier mit dem Finger zurückhalten. So, da ist er. Jetzt zähle ich mir einmal alle Maschen, die ich hier aufgenommen habe, damit ich nachher auf der anderen Seite bei der Blende die gleiche Maschenanzahl habe. Ich habe jetzt hier 82 Maschen insgesamt aufgenommen. Ich zähle mir dazu aber auch nochmal die ich hier an dem Saumstück aufgenommen habe, damit die Verteilung auf der anderen Seite gleich ist. Ne? Hier sieht man ja ganz gut, der Saum ist ja dieses Stück und da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maschen für dieses Saumstück aufgenommen. Das habe ich mir jetzt einmal aufgeschrieben und insgesamt mit diesen 8 Maschen sind es 82. Diese Zahl brauche ich also nachher, wenn ich meine Knopflochblende noch stricke. Und jetzt geht es los, dass ihr einfach nur immer hin und zurück, ich muss mal hier sortieren, rechte Maschen strickt. Wir machen eine krausrechte Blende, das ist also sehr einfach. Ihr strickt einfach hin und zurück nur rechte Maschen. Und dann zählt ihr euch, wie viele Reihen ihr insgesamt gemacht habt, damit wir auf der anderen Seite wissen, nach wie vielen Reihen wir das Knopfloch machen müssen, weil wir das ungefähr mittig haben wollen. Also jetzt einfach nur hin und her rechte Maschen stricken und zwar so lange, bis ihr eure gewünschte Breite erreicht habt. Ihr könnt das entweder immer so ein bisschen flach hinlegen und euch anschauen, wie das aussieht, oder ihr zieht es euch über, falls euch vorne noch ein paar Zentimeter fehlen, dass ihr dann sehen könnt, aha, so würde das jetzt mit der Blende so aussehen. Mache ich lieber noch ein paar Reihen mehr oder höre ich auf. Ich melde mich, wenn ich für mich ein passendes Ergebnis habe und zeige euch das dann. So, bevor ich jetzt abkette, schaue ich mir einfach erstmal an, was für Knöpfe ich denn habe. Das ist hier so eine kleine Auswahl meiner Knopfkiste. Und da muss ich natürlich dann immer gucken, dass ich auch ein paar habe, die zusammenpassen. Jetzt habe ich hier schon was auf die Blende draufgelegt. Und habe davon, die finde ich auch nicht schlecht, aber da habe ich nur einen von. Ich hätte jetzt von denen, die sind ganz cool, weil ich finde, dass die Jacke große Knöpfe vertragen kann, habe ich immerhin 3. Die fände ich am besten, davon habe ich aber leider nur 2. Davon auch und davon auch. Also wären es wahrscheinlich die hier. Ihr könnt euch jetzt einfach mal anschauen, wie das aussehen würde. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich mit 3 Knöpfen hinkomme oder ob ich doch kleinere nehme. Also ihr könnt es einfach schon mal so ein bisschen auflegen und schauen, was euch zu eurer Jacke gut gefällt. Okay, bei mir sind es jetzt diese Knöpfe geworden. Ich hätte gerne noch 2 mehr, habe ich nicht. Hier auf dem Dorf haben wir leider auch kein Kurzwarengeschäft. Ich finde es immer schwierig, Knöpfe im Internet zu bestellen. Ich würde die gerne mal vor Ort sehen.
Und da wir hier die Möglichkeit nicht haben, arbeite ich jetzt mit meiner Knopfkiste und nehme diese 3 Knöpfe. Ich kann mir jetzt schon mal anschauen, wie viele Maschen ich brauche, um den Knopf hinterher schließen zu können. Sollte nicht so weit sein, weil sich das ja immer dehnt. Also entweder 1, 2, 3, 4 oder nur 3. Ja, 3 oder 4 Maschen werde ich wahrscheinlich abketten müssen, um den Knopf einzusetzen. Als allererstes kümmern wir uns aber da erstmal darum, dass wir das hier fertigstellen, also die Blende, an die die Knöpfe angenäht werden. Das habe ich jetzt für 10 Reihen gestrickt. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5 dieser linken Rauten hier zu sehen, und ich kette das Ganze jetzt ab, elastisch, und dann geht es an die Blende von der anderen Seite. Okay, wir stricken 2 Maschen rechts. Stechen mit der linken Nadel durch beide Maschen ein, dass die linke Nadel vorne ist und die rechte hinten, und holen uns mit der rechten Nadel hier hinten den Faden raus. Wieder eine rechts stricken, wieder durch beide Maschen einstechen und hinten raus den Faden holen. Eine rechts, rausstricken. Das machen wir jetzt, bis wir alle Maschen abgekettet haben, und dann sehen wir uns wieder für die Blende mit den Knopflöchern. Die erste Blende ist fertig und abgekettet, und mir gefällt das gut. Ich habe es jetzt einmal angezogen und das sieht sehr schön aus. Wenn ihr jetzt noch mit irgendwas unzufrieden seid, was diese Blende betrifft, weil das zum Beispiel hier unten nicht schön abschließt oder das Abketten nicht gut geklappt hat, dann würde ich euch empfehlen, das jetzt nochmal aufzumachen und zu ändern, bevor ihr mit der zweiten Blende dann anfangt. Also hier finde ich eigentlich alles gut. Hier oben schließt es auch gut ab, ne, wenn man das hier so sieht. Ja, und jetzt geht es weiter mit der Blende auf der nächsten Seite. Denkt daran, dass ihr euch genauso viele Maschen aufnehmt wie auf der anderen Seite. Also ich brauche 82 Maschen. Und hier unten am Saum werde ich mir auch 8 Maschen aufnehmen. Da starte ich auch wieder direkt hier vorne in dieser ersten, ne, wenn ihr das so ist, das hier ist unten, dass ich mir direkt hier vorne raus die erste Masche aufnehme. So. Zwei. 3. Und dann gucke ich. 4, 5, 6, 7, 8. Passt genau. 4, 5, 6, 7, 8. Ihr macht das natürlich so, dass das für euch passt. Ihr habt ja nicht unbedingt den gleich langen Saum wie ich, ne? Und auch nicht unbedingt die gleich lange Jacke. So, und jetzt, wie bei der anderen Seite auch, die Maschen aufnehmen, und dann stricke ich für die Hälfte der Reihen, die ich bei meinem ersten Saum gestrickt habe. Ich habe ja insgesamt 10 Reihen gestrickt, und ich stricke dann erstmal 5 Reihen ganz normal hin und her, rechte Maschen, und dann sehen wir uns wieder für den Beginn der Knopflöcher.
So, ich habe jetzt die Hälfte meiner Saumbreite erreicht. Ich hatte ja auf der anderen Seite insgesamt 10 Reihen gestrickt und hier bin ich jetzt mit der 5. Reihe fertig. Und jetzt würde ich die Knopflöcher stricken. Ich bin jetzt hier oben an der Jacke angelangt und ihr könnt euch jetzt überlegen, wie ihr die Knopflöcher setzen möchtet. Man kann jetzt hingehen und sagen, ich habe 3 Knöpfe, messe mir einmal die Länge dieses Saums komplett aus und teile die dann durch die Anzahl meiner Knöpfe. So könnte ich das jetzt dann einsetzen, dass die richtig sitzen. Ich mache das jetzt aber ein bisschen anders. Und zwar habe ich mir jetzt 3 Markierer rausgesucht und möchte den ersten Knopf relativ weit oben haben. Also ich möchte die nicht irgendwie so gleichmäßig verteilt mittig haben, sondern den ersten Knopf möchte ich relativ weit oben haben. Das könnt ihr euch jetzt einfach hier optisch zum Beispiel angucken, wie ihr den setzen möchtet. Ich würde mir den hier hinsetzen. Oh, da ist der erste Markierer schon weg. Dann nehme ich meinen Markierer und setze mir den einfach jetzt hier so hin, dass ich ungefähr weiß, wo ich starte. Jetzt kann ich Markierer aufheben. Jetzt kann ich mir hier Maschen abzählen, sodass ich zumindest dann die gleichen Abstände habe. Also ich würde jetzt gucken, dass ich mir den zweiten Knopf vielleicht hier hinsetze. Und beim dritten gucken wir dann nach der Maschenanzahl. Also, wir starten jetzt erstmal. Stricken jetzt die Maschen rechts ab, bis wir zu unserem Markierer kommen oder eine Masche vorher ungefähr. So, also einfach rechte Maschen stricken. Genau, hier ist ungefähr unser Markierer. Jetzt kette ich mir die Maschenanzahl ab, die ich brauche, um den Platz für diesen Knopf zu haben. Ich hatte ja vorhin schon mal angelegt und habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich für diese Knopfbreite 3 Maschen abketten werde. Dazu strickt ihr einfach eine Masche rechts und zieht euch die vorletzte über die letzte Masche rüber. Dann strickt ihr noch eine rechts und zieht wieder die vorletzte über die letzte rüber. Jetzt haben wir hier 2 Maschen abgekettet und ihr seht, da entsteht schon das Loch. Und das machen wir jetzt noch ein drittes Mal. Vorletzte über die letzte. Und somit habe ich 3 Maschen abgekettet und das wird dann mein Loch für meinen ersten Knopf. Jetzt zähle ich einfach mal. Hier habe ich ja eine Masche schon drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, machen wir mal 23. Merke mir also jetzt diese 23, weil ich dann hier nach 23 Maschen meinen letzten Knopf mein letztes Knopfloch noch einbringe. So, jetzt mache ich wieder das gleiche wie vorhin. Ich kette mir 3 Maschen ab. Eine, 2, 3. Hier ist mein zweites Knopfloch und jetzt zähle ich wieder 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23 und wieder 3 Maschen abketten. Ihr kettet die Maschenanzahl ab, die ihr braucht, damit euer Knopf da durchpasst. Ne? Ihr werdet ja wahrscheinlich eine andere Knopfbreite haben. Ich habe ja relativ große, es kann also sein, dass ihr nur 1 oder 2 Maschen abketten müsst. Ne? So, den Rest stricke ich jetzt rechts ab, starte mit der nächsten Reihe. Und wenn wir da an unserem Loch angekommen sind, dann sehen wir uns wieder. So, hier erscheint jetzt unser erstes Knopfloch. Dann stricke ich also auch die letzten 3 Maschen ganz normal ab. Und jetzt nehme ich mir 3 neue Maschen auf, indem ich mir eine Schlaufe bilde. Verdreht, dann sieht man das nicht so gut. So. Und diese Schlaufe lege ich mir auf meine Nadel, ziehe die ein bisschen an. Das ist dann also meine erste Masche. Dann mache ich das mit der zweiten genauso und mit der dritten auch. Jetzt habe ich mir hier 3 neue Maschen aufgenommen und jetzt müssen wir ein bisschen für Festigkeit sorgen. Das heißt, wir stricken jetzt hier diese Masche nicht einfach ganz normal rechts ab, sondern wenn ihr euch die Masche hier auseinanderzieht, dann seht ihr, dass jetzt so durch die linken Maschen hier erscheinen ja immer diese Querfäden. Ne? Und hier ist der oberste und direkt darunter, der liegt etwas nach hinten. Diesen hier. Den hebe ich mir auf meine Nadel rauf. Und dann stricke ich diese beiden Fäden hier als eine Masche zusammen. Das sorgt einfach nachher für ein bisschen Festigkeit, damit uns das nicht so ausleiert. Der Rest wird wieder ganz normal abgestrickt, bis wir am nächsten Knopfloch angekommen sind. Und da wird genauso verfahren wie gerade eben auch. Wir nehmen uns dann 3 neue Maschen auf und stricken uns die Masche danach mit einem darunterliegenden Faden zusammen. Machen das mal eben schnell hier zusammen. Muss ich nicht so viel Video schneiden. Jede Pause ist immer wieder ein Schnitt mehr. So, da sind wir schon. Hier ist unser Knopfloch und ich lege mir jetzt 3 Schlaufen drauf. 1, 2, 3. Dann suche ich mir hier den Querfaden, diesen hier. Ne? Hier ist der obere, das ist der zweite, den suche ich mir raus. Ziehe mir den hier auf meine linke Nadel und stricke diese beiden hier zusammen ab. So, das macht ihr jetzt für alle Knopflöcher bis zum Ende der Reihe und dann sehen wir uns in der nächsten Reihe noch mal wieder. Da gibt es auch noch mal eine Kleinigkeit zu beachten. Ich bin jetzt hier wieder an meinem Knopfloch angelangt und zwar haben wir jetzt ja hier die 3 Schlaufen. Die stricken wir ganz normal als rechte Maschen ab. Es kann sein, dass man da relativ schwer einstechen kann. Die sind ein bisschen enger als normale Maschen, aber in der nächsten Reihe hat sich das erledigt. Ne? Zieht schön ran. Ich schiebe die sonst immer relativ weit nach vorne auf die Nadel, dann kann man die besser abstricken. 2. Also das ist nicht so einfach. Sonst könnt ihr die auch hier von der Seite versuchen einzustechen und zu lockern. Das klappt jetzt aber auch nicht so gut. Ich muss das immer so weit weghalten, damit ich es überhaupt filmen kann. So, hier rechts abstricken.
Damit wir hier ein bisschen die Lücke schließen, nehmen wir uns hier jetzt auch wieder diesen Faden von weiter unten hier mit hoch und stricken diese beiden rechts zusammen. Und das war's mit unserem Knopfloch. Da ist unser Knopfloch. Könnt ihr jetzt auch noch mal gucken, ob das da durchpasst. Perfekt. Und das Ganze macht ihr jetzt für die anderen Knopflöcher auch. Und dann strickt ihr noch die Anzahl an Reihen, die ihr noch stricken müsst, um die Blende genauso zu bekommen wie auf der anderen Seite. Dann kettet ihr das Ganze genauso ab wie auf der anderen Seite. Und dann kümmern wir uns noch um eine kleine Verschönerung und um die Löcher unterm Arm. Dafür sehen wir uns dann gleich noch mal wieder. Bevor wir zum Vernähen und Annähen der Knöpfe kommen, werde ich mir jetzt hier noch eine Kante ranhäkeln mit einer Häkelnadel. Und zwar einmal entlang der kompletten Blende, dann hier oben rum und am Kragen entlang. Das sorgt zum einen für einen schöneren Abschluss, wie ich finde. Das ist aber auch Geschmackssache. Man kann das natürlich auch so lassen. Und zum anderen gibt es eine gehäkelte Kante immer etwas Festigkeit. Ich habe ja hier mit 5,5 gestrickt und nehme jetzt einfach mal eine 4,5er Nadel und schauen wir mal an, wie das aussieht. Falls ihr nicht häkeln könnt, braucht ihr das natürlich nicht machen, aber ich kann es auch gerne einfach noch mal zeigen, wie ich es mache. Ich gehe jetzt hier in die erste Masche rein. Da habe ich schon ein Problem, weil mit der Dicke meiner Nadel, da muss ich ein bisschen Gewalt anwenden. So. Ziehe mir meine Schlaufe, die ich gemacht habe, mit der Häkelnadel einmal durch. Und mache eine Kettmasche. So. Und jetzt häkel ich mir hier entlang durch jede Masche eine feste Masche. Dabei steche ich einfach durch eine Masche ein, hole mir mit der Häkelnadel den Faden durch, so dass ich 2 Schlaufen auf der Nadel habe, hole mir den Faden durch beide Schlaufen durch. Und das Ganze mache ich jetzt einmal entlang. Wenn wir oben an der Kante angekommen sind, dann sehen wir uns noch mal wieder. Dann zeige ich euch, wie es da weitergeht. Also man kann hier eigentlich die abgeketteten Maschen wunderbar erkennen und so mache ich das. So häkle ich mir jetzt in jede von diesen abgeketteten Maschen hier eine feste Masche. Und wir sehen uns dann hier oben wieder. Wenn ihr hier oben an der Kante angekommen seid, dann machen wir uns hier eine kleine Rundung, so dass wir gut um die Ecke kommen. Das heißt also, die letzte Masche hier auf dieser Seite, da häkeln wir nicht nur eine, sondern wir gehen noch mal in die Masche rein, häkeln noch eine zweite feste Masche und noch eine dritte feste Masche. Das sorgt dafür, dass es hier so eine Art kleinen Bogen gibt. Und jetzt sind wir hier oben am Kragen angekommen. Da geht es jetzt weiter. Ihr nehmt also auch hier wieder aus jeder Masche eine feste Masche. Einmal den ganzen Kragen rundherum. Und wenn ihr auf der anderen Seite, also hier jetzt der Kragen, ne, einmal so rundherum. Und wenn ihr dann hier auf der anderen Seite angekommen seid, macht ihr hier mit der Eckmasche wieder das Gleiche. Da kommen 3 feste Maschen rein, um diese Kurve zu bekommen. Und dann wird das wieder hier bis hier unten runter gehäkelt und dann sind wir fertig und dann sehen wir uns zum Nähen und Vernähen wieder. Jetzt kümmern wir uns mal um das Loch hier unter unserem Arm. Das schauen wir uns einmal von der linken Seite an. Hier ist ja die rechte Seite, die schöne, und hier ist die linke. Hier habe ich ja ein bisschen längeren Faden da dran gelassen. Den fädel ich mir in meine Vernähnadel ein.
Und dann nähen wir uns das zu. Und zwar müsst ihr euch das einmal so von oben hinlegen. Und ich gehe jetzt immer, ich fädel jetzt einfach hier durch mehrere Maschen durch. Von der einen Seite auf die andere. Und dann wieder hier. Auf die andere Seite. So, und jetzt sieht man schon, dass sich das hier so ein bisschen schließt. Man kann sonst auch die mit der Hand durchgehen von der anderen Seite. So. Das ist zum Glück ja unterm Arm. Man sieht das hinterher sowieso nicht. Aber ich würde das auf jeden Fall immer zunähen, sonst hat man beim An- und Ausziehen hinterher, hängt man da dran fest, ne? Na. So, und das Ganze macht ihr auf der anderen Seite auch so, bis euer Loch zu ist. Und wenn das Loch geschlossen ist, so wie hier jetzt, könnt ihr euren Faden einfach vernähen, so dass es nicht wieder aufgeht, ne? Dazu kann man einfach ein paar Mal in die verschiedenen Richtungen einstechen. Bin ich im Bild? Ich hoffe, ich war im Bild. Und dann abschneiden. Und genauso könnt ihr auch alle anderen Fäden vernähen, die ihr über habt. Und dann sehen wir uns noch zum Knopf annähen wieder. Aber ich glaube, ich wasche meine Jacke erst und spanne die. Ich schaue mal, wie ich es mache. Mal gucken. Ich glaube, ich würde sie ganz gerne noch einmal liegend trocknen. Dann sieht das irgendwie ein bisschen schöner aus. So, Faden kann abgeschnitten werden. Und ihr kümmert euch schon mal um die ganzen anderen Fäden. Und dann sehen wir uns zum Knopf annähen wieder. So, letzter Schritt, Knöpfe annähen. Ich habe meine Jacke schon gewaschen und gespannt, wobei bei mir Spannen nur daraus besteht, die liegend zu trocknen und mir so zurechtzuziehen, dass beide Vorderteile schön sitzen und hier die Säume auch glatt sind und die Blende auch. Das reicht eigentlich schon aus, weil wir haben ja hier kein kompliziertes Lochmuster gemacht oder sonstiges. Und jetzt schaue ich mir an, wo meine Knöpfe hin müssen. Ihr könnt jetzt abzählen hier, ne, nach wie vielen Reihen ihr hier auf der Seite ein Knopfloch machen müsst. Aber ich mache das eigentlich immer so Pi mal Daumen. Und zwar sehe ich hier mein Knopfloch. Und dann nehme ich mir einfach einen Markierer und markiere mir hier diese Stelle, wo ich meinen Knopf annähen möchte. Auf der Seite, und dann mache ich das hier mit den anderen Löchern auch, ne? Das weiß ich, also hier mache ich mir einen Markierer rein und hier mache ich mir auch noch einen Markierer rein und dann können wir nähen. Ich habe natürlich kein Nähgarn in braun oder in diesem grün, war klar, ich nehme jetzt schwarz. Wenn ihr nicht ganz so dicke Wolle wie ich verwendet habt, finde ich das auch immer sehr schön, wenn ihr mit der Wolle direkt den Knopf annäht. Bei mir ist die zu dick, das würde nicht funktionieren. Deswegen nehme ich einen ganz normalen Nähfaden, fädel mir die den Faden hier ein und ich nehme den immer doppelt. Das heißt, ich ziehe den hier unten an beiden Seiten gleich lang. Jetzt
ist ja mein Ende. Ich muss hier wieder durch diesen Ring gucken und sehe nichts. So, ne, ich nehme den doppelt, habe mir dann hier jetzt meine Stelle markiert, wo ich den Knopf annähen möchte. Und da kann man sich dann ruhig schon mal, damit man damit einem das nicht verrutscht, könnt ihr euch schon mal von unten die Nadel reinstechen. Dann nehmt ihr Markierer raus. Das ist jetzt alles nicht so einfach zu sehen, weil ich jetzt natürlich grün und schwarz benutze. Aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem sehen. Dann wird der Knopf jetzt einfach hier angenäht. Ich habe hier am Ende, lasse ich mir immer ein bisschen Faden übrig. Da achtet darauf, dass ihr euch den jetzt nicht rauszieht, weil ich das dann auf der Rückseite verknote. Und dann müsst ihr halt gucken. Ne? Der Knopf kann ja auch mehr auf dieser Seite sitzen. Ich will den hier relativ nah am Rand haben. Das ist aber alles auch ein bisschen Geschmackssache und wie breit eure Blende geworden ist. Und dann nähe ich einfach hier durch. Ne? Ein paar Mal. Nichts ist ätzender als ständig lose Knöpfe zu haben. Deswegen mache ich das jetzt einfach einmal relativ fest und je häufiger durch. Der ist auch recht schwer, ne? Das ist also auch so eine Sache, je nachdem, was ihr für Knöpfe habt. Je schwerer die sind, desto häufiger würde ich durchstechen und nähen. Ne? Ich habe jetzt natürlich hier den einfachen Teil, weil ich einen Zweiloch-Knopf habe. Manche haben ja auch 4 Löcher. Da müsst ihr natürlich dann durch alle durchgehen. So, jetzt sieht man hier, ne, das war schon relativ dick. Das hält ganz gut. Und was ich jetzt mache auf dieser Seite ist, ich schneide mir jetzt den Faden hier ab. Und dann knote ich mir das jetzt hier so ran. 1, 2. Ich mache das 3-mal. Und dann kann ich den relativ kurz abschneiden. So, ne? Und fertig ist der erste Knopf. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das macht ihr jetzt mit den restlichen Knöpfen noch so. Und dann setzen wir es mal an die Puppe und schauen mal, wie es aussieht. Und wir sind fertig. So, da sind die Knöpfe. Es ist mit 3 Knöpfen, denke ich, auch in Ordnung. Also, wenn ich jetzt mehr Knöpfe gehabt hätte, hätte ich 5 gemacht. Aber man muss damit arbeiten, was man hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ihr dürft es sehr gerne teilen. Ich freue mich auch immer über einen netten Kommentar. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr in Zukunft keine neuen Videos von mir. Und ansonsten bleibt gesund. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.